Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch wie auch jedes Jahr eine kleine Idee zur Adventszeit zeigen, nämlich wie ihr Gläser mit den Adventskerzen beschmücken könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für die Adventsgläser dieses Jahr oder Adventskerzen habe ich ein bisschen was Einfacheres für dieses Jahr. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ihr Kerzen bedrucken könnt, aber ich wollte dieses Jahr so ein bisschen was anderes machen. Dazu habe ich hier große Weggläser. Geht einfach darum, dass ihr genug großes Glas habt, um die Kerzen, die ihr habt, damit ihr die da reinstellen könnt. Jetzt ist der Boden ein bisschen gebogen und deshalb habe ich noch ein bisschen Vogelsand, um den Boden abzudecken, die Kerzen schön reinstellen zu können. Ihr seht, bei mir wird es dieses Jahr Flieder und dann habe ich noch so ein paar kleine Kugeln, um die reinzumachen, und auf das Glas drauf werde ich die Adventssprüche drauf machen. Da habe ich weiße Vinylfolie für mich, für die Kerzen, damit es zur Farbe passend zur Geltung kommt. Und dann habe ich ein Stück Übertragungsfolie und dann braucht ihr natürlich noch einen Rakel. Ich habe das Ganze mit dem Cricut Design Space gemacht. Da könnt ihr natürlich den Plotter verwenden und das Programm verwenden, das ihr normalerweise braucht. Und da habe ich es ganz einfach so gemacht, dass ich Advent und die Ziffern geschrieben habe, und da habe ich vom Text her einer der Schriften verwendet, die ich von Dafont runtergeladen habe, und die heißt Havesand Script. Und bei solchen Schriften müsst ihr immer darauf achten, natürlich, dass der ganze Abstand stimmt. Das heißt, ich habe es einfach geschrieben und dann das Ganze, wenn ihr macht das kurz nochmal. Wenn ihr euch das anguckt, so würde das Wort aussehen. Und da könnt ihr versuchen, mit dem Sperrsatz da so ein bisschen das zusammenzuschieben. Aber in der Regel reicht es nicht aus. Und deshalb mache ich das jeweils so, dass ich bei Aktivitäten das erweitert zerlegen in Buchstaben mache. Und dann könnt ihr die einzelnen Buchstaben oder Gruppe auswählen. Upsi. Und die dann so verschieben, dass das stimmt. Und dann das Ganze markieren und verschweißen, weil dann hängt das Ganze wieder zusammen und es werden auch nicht die einzelnen Buchstaben aus den anderen ausgeschnitten. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Dann habe ich über die Bilder einfach einen Stern eingefügt. Könnt ihr irgendeinen nehmen, ich habe hier den genommen. Den von der Größe her noch ein bisschen angepasst. Und ich habe es hier so ein bisschen überlappt. Und dann brauchen wir noch mal einen Text, nämlich die Ziffer. Und die habe ich dann auch in der Größe angepasst, damit das hier in den Stern reinpasst. Was ich gemacht habe, ich habe das Ganze dann einfach viermal alles quasi markiert und dann bei den Ebenen einfach gesagt, hier duplizieren. Habe das viermal gemacht, dass ich das viermal habe, und dann habe ich den Stern und die Ziffer genommen und da bei den Aktivitäten gesagt, beschneiden. Dann kann ich das, was ich nicht mehr brauche, wieder löschen, weil so ist das Ganze aus dem Stern ausgeschnitten und das ist ein Element.
Das habe ich mit allen vieren gemacht, plus was ich dann auch gleich gemacht habe. Ich habe diese beiden Elemente dann markiert und gesagt, verschweißen. Und so habe ich das 4-mal gemacht. Und dann ausgeplottet aus Vinylfolie. Und bei Vinylfolie müsst ihr das Ganze natürlich nicht spiegeln. Ich habe eins schon entgittert und gemerkt, dass es doch so ein bisschen schwierig ist, weil es feine Linien sind. Und deshalb werde ich das bei den anderen machen, dass ich quasi ein Reverse Beading mache. Mal gucken, wo die 1 ist. Das ist tatsächlich die 1. Das heißt, ich gehe jetzt schon mit der Übertragungsfolie drauf. Dann drehe ich das um und nehme die Abdeckfolie weg. Und jetzt löse ich quasi erst das, was zu viel ist. Weil so bleibt das, was ich als Schrift haben will, besser drauf haften. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know Noch einfacher geht's, wenn ihr zuerst die Innenteile löst, aber das zeige ich euch dann beim zweiten kurz. be with you. It's killing me to see. So, dann haben wir hier alles auf der Übertragungsfolie drauf. Dann kann ich schon mein erstes Glas nehmen. Und ich gucke, dass das Wegzeichnen quasi auf der Rückseite ist. Und dann kann ich das Ganze hier schön mittig draufbringen. Someone else what to do. Now I'm in the corner and watching you smile. Und die Folie abziehen. Und dann haben wir das hier wunderbar auf dem Glas drauf. Bei der 2 mache ich jetzt genau das, was ich gesagt habe. Ich löse zuerst diese Innenteile, die ich nicht brauche. You smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. Dann gehe ich mit der Übertragungsfolie drauf. Löse hinten die Abdeckung weg. Und dann kann ich den Überstand ablösen. Ich ziehe das einfach kurz jeweils so eher in die Höhe, damit ich nicht Gefahr laufe, dass ich die Folie, die ich löse, dass sich das dann an dem festklebt, was noch drauf ist. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by. So, und dann das zweite Glas. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be there to... Et voilà, die Nummer 2. It feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. Und ihr seht, ich verwende Folie immer mehrmals. Und es ist auch so, wenn ihr das Problem habt, dass die Vinylfolie zu stark haftet und ihr fast nichts runterkriegt, wenn ihr das dann nachher auf dem, also dass es mehr an der Übertragungsfolie haftet als auf dem Glas,
dann könnt ihr diese Folie vorher kurz einmal einfach auf eure Kleider drauf machen und wieder abziehen und dann hat es so Fusseln drauf von euren Kleidern und dadurch haftet es dann so ein bisschen weniger. In my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish. Noch ein Tipp, wenn ich ein Glas habe, was eine zu starke Wölbung hat, oder ich sagen das mal so, ich versuche jeweils bei dem Glas, wenn es eine Wölbung hat, im geraden Bereich drinnen zu bleiben. Und ihr habt es vielleicht bei dem Video, was ich gemacht habe zu den Weihnachtskugeln, wenn ich da eine sehr starke Wölbung habe, schneide ich die Übertragungsfolie jeweils ein an den Seiten, da wo das Design nicht ist. So kann man das besser dann auch drüber legen. Hier war es jetzt nicht nötig. So, dann haben wir schon unsere 4 Gläser. Dann kann ich da eben den Boden so ein bisschen mit Sand füllen. Tell you every time when you're passing me by, I fall in love. Wenn ihr das mit dem Vogelsand nicht mögt, da könnt ihr natürlich auch irgendwelche kleine Steinchen oder sowas kaufen, geht auch. Dann können wir die Kerzen reinmachen und die haben dadurch jetzt einfach einen besseren Stand. Something about you, I wish you were mine. Das sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus, aber ich werde da noch ein bisschen was machen. Deshalb nehme ich noch so ein Jutegarn und mache da einfach noch eine Kugel dran. Das heißt, ich nehme das und wickle das so ein paar Mal um das Glas herum, oben. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine, I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by. In dem Stil und das mache ich mit allen Gläsern. Et voilà, und so habe ich schon meine 4 Adventsgläser mit der Vinylfolie drauf, bisschen Vogelsand, die Kerze und ein bisschen Verzierung ringsherum. Und so schnell habt ihr sowas gemacht. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, ihr habt Lust, es selber auszuprobieren und natürlich, dass ich euch in meiner kommenden Serie, gerade so in der Weihnachtsgeschenk-Ideen-Videoserie, dass ich euch da wiedersehe. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis bald! All of the things that I wish I could tell